Hallo zusammen, da sind wir wieder und heißen euch herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Herbst-Winter-Kollektion 26/27. Einige von euch haben schon diverse Modelle in Köln auf der H&H gesehen. Dafür nochmal ein großes Dankeschön für den, wie ich finde, großartigen Austausch. Ja, das Zusammenkommen, es hat riesen Spaß gemacht. Genau. Und das, was wir euch heute zeigen, ist wie gesagt die Herbst-Winter-Kollektion, die dann im dritten Quartal ausgeliefert wird. Alle Artikel sind bis zum 3. Mai, das ist ein Sonntag, vorbestellbar. Und ja, Wir starten, wir starten wie immer, mit unseren Basics. Modefarben. Genau. Genau. So, das sind unsere Modefarben. Hier haben wir ein Off-White, ein Naturweiß, ein Flieder, ein ganz schön lila Ton, ein Rostrot, ein Terra, ein schönes Rauchblau, ein Petrol und einen schönen Braunton. Wir nennen ihn intern Peppercorn. Und das war das Bündchen Heike. Und natürlich haben wir unsere ganzen tollen Basic-Artikel wieder aufeinander abgestimmt. Hier einmal Baumwoll-Jersey Vanessa. French Terry Maike. Unser Sweat Eike. Dann haben wir einmal das schwere Bündchen Nanny, auch in den Modefarben. Hier kann man es auch nochmal sehen. Und natürlich haben wir die klassischen Farben 597 und 299 dunkelblau und schwarz auch mit reingenommen. Und da wir natürlich das schwere Bündchen haben, haben wir auch den schweren Sweat, der Honey, auch wieder in den Modefarben. Und natürlich haben wir hier auch dunkelblau und schwarz dazu genommen. Und jetzt kann man auch sehen, wie toll man Honey und Nanny kombinieren kann. Einmal und diese Farben. Also ist wirklich super toll aufeinander abgestimmt und der Honey ist auch wirklich richtig flauschig, dick. Also ideal für diese schönen Oversize-Hoodies, für Jacken. Also richtig toll. Auch für den Mantel stelle ich es mir total schön vor. Ja, auch gerade die den Ike ein bisschen, der ist ja ein bisschen leichter. Genau. Und die jetzt, auch wenn es etwas kälter wird, die gehen dann halt so mit dem Hoodie nach draußen und dafür ist dieser Jogging, dieser Heavy Sweat Ja, Honey einfach ideal. total toll. Und natürlich mit dem passenden Bündchen Nanny. Hier kann man sehen, wie toll es aufeinander abgestimmt ist. Und Genau. das haben wir natürlich auch wieder bei unseren Basic-Artikeln. Zeigen. Hier kann man sehen, wie toll es alles zueinander passt. Und natürlich ist in unserer Kollektion die ganzen Drucke, da sind überall die Farben enthalten, sodass man alles wunderbar miteinander kombinieren kann. Das ist eine super Überleitung. Wahnsinn. Genau, weil ich komme zum nächsten Artikel. Und zwar ist das Artikel Isa. Isa ist ein Streifenjersey. Und hier sind es eben die Trendfarben, die Modefarben. Und ich lege das hier jetzt nochmal dazu. Und da sieht man einfach, wie das hier zum Beispiel das Lila und das Flieder kombiniert wurden. Oder hier auch daneben das Rot und das Terrakotta oder das Rot und das Petrol. Also auch das passt dann zu den ganzen Basics, die wir haben und eben auch zu den ganzen Drucken, die dann gleich auch noch kommen. Wir haben noch einen Basic-Artikel aufgewertet durch die Modefarben. Das ist der Artikel Yuna. Yuna ist bekannt. Er ist ein Cord Nicky, also ein Nicky Jersey. Auch wieder in diesem schönen Off-White, Flieder, Lila, in dem schönen Rot, Terra, Rauchblau, Petrol und Peppercorn. Peppercorn und das Naturweiß haben wir, also
Die Probenäher dürfen sich ja bei uns immer aussuchen, was sie gerne nähen möchten. Und die Farbstellung ist eine sehr beliebte gewesen, weil sie halt total toll zueinander passt. Dieses beige Thema zieht sich halt auch durch. Aber auch Lila und Flieder waren sehr, sehr beliebt. Und natürlich kann man auch die Farben untereinander sehr gut kombinieren. Und das zeigt Matthias einmal. Genau, hier haben wir zwei Sachen aus Juna genäht und hier sieht man dann eben auch, wie man mit den Farben dann halt spielen kann und letztendlich kann man da jede Farbe mit der anderen kombinieren und das sind eben die Trendfarben, aber wir haben ja Juna dann auch noch im Basic-Bereich, da gibt es ja nochmal viel mehr Farben, die dann auch auf die ganzen anderen Basics abgestimmt sind und ja, ist ein Allround-Artikel mittlerweile, den wir ja schon diverse Male in der Kollektion hatten und der darf eigentlich dann in der Herbst-Winter-Kollektion auch nicht fehlen. Nee, war erst ganz zum Anfang war es viel für Pumphosen. Genau. Und dann kam man natürlich dann in den Damenbereich, Männerbereich. Genau. Und für Hoodies ist, ja. genau, oder dann halt für Damenoberteile, also wirklich nicht nur die Pumphose, wo Genau. es letztendlich mit angefangen hat. Ja. Genau, oder diese, viele tragen ja auch gerne, jetzt kommt ja diese Karottenhose auch ein bisschen wieder Ja. und dafür ist es natürlich das perfekte Material. Ja, sehr trageangenehm, Ja. schön weich und ja, so einen leichten Flur drauf. Also, Ja, total schön. Ja. Und man kann mit der Struktur natürlich auch wieder spielen, dass man die Streifen Ja. nicht diagonal reinsetzt. Also es ist richtig toll. Schöner Artikel. Ja. In schönen Farben. Schönen Farben. So, weiter geht's und zwar mit Artikel Merino. Den Merino Valk kennt ihr ja, haben wir jetzt das erste Mal auch in Modefarben und zwar hier einmal in Flieder, in dem Rauchblau und in dem Peppercorn. Genau, das sind auch wieder die Farben, die dann halt zu den Unis passen. Und hier haben wir dann einmal ein meliertes Bordeaux, Khaki meliert, dann hier einmal Petrol meliert und dunkelblau meliert. Das waren jetzt die Trendfarben und dann gibt es ja Merino, den ja viele von euch kennen, in vielen weiteren Farben. Die gibt es ja in der Saison dann immer, aber die anderen waren jetzt eben die Trendfarben, die dann eben auch bis zum 3. Mai bestellbar sind. Dann geht es weiter mit dem Merino Strick. Den hatten wir in der letzten Saison das erste Mal in ein paar Farben, genauso wie den Merino Vlies. Die kamen ja sehr, sehr gut an. Genau, haben viele Kunden auch in der Saison nochmal nachhaben wollen, aber da gab es ihn eben nicht mehr und den haben wir jetzt auch deutlich in den Farben erweitert. Sind dann eben auch schöne melierte Töne wie ein helles Creme, Beige, Taub, hellgrau meliert, Anthrazit und Schwarz. Dann geht es weiter in dem Merino-Strick. Bordeaux meliert, Khaki, Salbei, Petrol und Dunkelblau. Und 3 weitere Farben, die es gerade auch in dem Merino Wald gab. Flieder, Rauchblau und Peppercorn. Und der Artikel, der ist, wie gesagt, kam im letzten Jahr gut an, wird für Funktionssachen genommen, also auch für Unterwäsche, wenn man wandern geht, wenn man Skifahren geht oder eben auch für Rollis, für Kleider, also sehr, sehr vielseitig einsetzbar, ob für Männer, für Frauen, für Kinder, für Erwachsene. Ist ja atmungsaktiv, geruchsneutral, also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Ware und wie gesagt, reine Merino-Wolle. Dann sind wir hier beim Vlies, beim Merino Vlies, wieder in Creme meliert, beige meliert, dann einmal ein dunkles beige meliert, hellgrau. Klopft einer. So, dann, ja, da will einer die Tür rein, Ja. anscheinend. Dann geht es weiter mit Bordeaux meliert, Khaki. Dann haben wir hier einmal in Mint, Petrol meliert und dunkelblau. Und die letzten 3 Farben wären dann wieder das Flieder meliert,
in dem Rauchblau und Peppercorn, und der wird ja auch, ob das jetzt für diese Overalls genommen wird im Kinderbereich, für Jacken, für Mäntel, also auch ein Artikel, der im letzten Jahr gut angekommen ist bei euch und deswegen halt in vielen neuen Farben. Und hier zeigt Pauline jetzt so einige Modelle. Ja, hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Modelle und ich finde es auch toll, dass man einmal zeigen kann, was man alles draus machen kann. Wir starten einmal hier mit dem Vlies. Darunter ist der passende Strick, der Merino-Strick. Also hier kann man auch mal sehen, wie toll es farblich aufeinander abgestimmt ist. Dann haben wir hier noch einmal den Naturton als kleiner Kurzmantel. Dann eine etwas sportlichere Jacke kombiniert mit Vanessa und Heike. Hier haben wir einmal zwei Farben kombiniert, einmal der Merino-Strick und dann der Vlies. Hier kommen wir zum Walk und hier kann man auch sehen, wie toll man einmal mit dem Walk arbeiten kann, auch total fein und Feinheiten ausarbeiten kann. Hier einmal auch als Pullover. Also Walk ist wirklich nicht nur für Mäntel oder Jacken, sondern man kann ihn auch super klassisch als Oversize-Pullover tragen. Und das kann man natürlich auch mit dem Vlies machen. In den Kragen kann man dann wieder Vanessa einsetzen, farblich aufeinander abgestimmt. Also finde ich auch eine mega, mega gute Idee. Und hier haben wir einmal wieder einen klassischen Oversize-Mantel. Ja, man sieht da jetzt einfach, dass es eben, wie vielseitig die Artikel sind, ne? Ja, was man erst so gar nicht gedacht hat. Genau, aber auch für Westen und so weiter ist ja wirklich, auch den Merino-Strick kann man auch für einen Schal und so weiter nehmen, weil er halt so schön weich ist. Also wirklich. Ja, Kleiderschals, Ja. also so ein schönes Etui-Kleid, sieht total edel aus Ja. und vor allen Dingen, Oder ein Rollkragenpullover für einen Mann. Ja. genau, er ist atmungsaktiv und für Funktionskleidung ist es auch super gemacht, für ein Laufshirt oder sowas. Man kann es dann einfach mal draußen hängen lassen. Aushängen lassen, genau. Genau. Und dann ist es schon wieder frisch. Genau. So, weiter geht's. Dann kommen wir zu Artikel Carlos. Carlos ist unser Baumwollvlies und auch hier haben wir Modefarben aufgenommen. Diesen haben wir schon im Standardbereich. Das sind einmal die Farben aus unserem Standardbereich. Hier kann man auch sehen, dass wir hier das Naturweiß haben. Und diese Farben haben wir dann in der Kollektion dazu genommen. Ideal für Jacken, diese ganz klassischen Fleecejacken. Ich finde ihn aber auch zum Füttern von Decken sehr, sehr schön. Ein schöne Baumwollwebware und das als Unterseite finde ich auch total toll. Oder ganz normal einfach ihn als Decke für zu Hause. Sehr kuschelig und angenehm. Hier haben wir Flieder, Lila, Rost, Rauchblau, Petrol und Peppercorn. Und hier kann man dann auch toll diese schöne Struktur sehen. Also man kann ihn, von der Rückseite ist er so leicht angeraut und von der Vorderseite hat er so einen ganz, ganz feinen Flor, also richtig angenehm und sieht halt wirklich ganz klassisch wie eine Fleecejacke aus. Ja, hier haben wir 4 verschiedene Modelle. Pauline hat es gerade schon gesagt, ideal so für Jacken und so weiter. Ich sehe ihn aber auch für Rückseiten, für Krabbeldecken, für Kautschukbewürfe. Was lachst du mich? Habe ich gesagt. Hast du auch alles gesagt? Ja, so, das ist. Ich kann mich immer nur auf eine Sache Hat konzentrieren. gepiept. Ja, wenn ich hier vorne stehe, dann höre ich gar nicht mehr, was du sagst. Aber ich bin beim richtigen Artikel, bin ich, oder? Ja. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Genau, ich breche hier gleich ab. Genau, also sehr, sehr vielseitig einsetzbar und eben auch für Männer, für Frauen, für Kinder. Und erstmalig jetzt eben auch in Modefarben, haben wir sonst immer im Basic-Bereich gehabt. Ich habe es gerade Und schon. genau, aber die hattest du ja gezeigt. Die Farbkarte hatte Du hast ja aufgepasst, ich ne? habe dir die Farbkarte da ja hingelegt. Genau, dann ja, Komm. wirklich ein toller neuer Artikel und da haben halt Kunden auch immer mal nachgefragt, ob es da nicht auch mal ein paar Trendfarben gibt, weil wir das halt eben auch in anderen Basics machen und ja. Mach Schnell weiter. Ja, ich mach weiter. So, und dann sind wir bei Artikel Emily. Emily gibt es in 4 Farbstellungen. Und zwar ist das eine reine Baumwolle, ein Jacquard, super weich, super angenehm, auch sehr vielseitig einzusetzen. Und gibt es natürlich Leo, einmal Peppercorn mit Beige und einmal andersrum, also einmal
das Beige mit Peppercorn, dann einmal das Zebramuster und die Punkte in positiv und negativ. Das Ganze gibt es dann auch in dem Lila und das ist eben auch wieder der Farbton, der in der Kollektion ist. Leo, Zebra und Punkt. Dann Petrol und zwar auch wieder Leo, Zebra und der Punkt. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in Schwarz-Weiß. Leo, Zebra und die großen Punkte. Und auch hier haben wir ganz tolle Modelle. Ja, hier haben wir einmal das Leo in Schwarz-Weiß. Also richtig toll. Man müsste kein Bündchen nehmen. Hier wurde das Bündchen selbst aus dem Stoff verwendet. Ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man es umschlägt und die Rückseite sieht. Hier haben wir einmal eine Kombi aus unserem Merino-Walk. Und jetzt kann man auch sehen, dass alles schön aufeinander abgestimmt ist. Hier drunter ist ein Shirt aus Vanessa in dem Naturton, dann Peppercorn, dann Artikel Emily in Peppercorn und Naturweiß und dann noch aus Peppercorn der Mantel. Also es ist wirklich total stimmig. Und hier haben wir halt ein Jersey, ein Jacquard-Jersey und ein Walk vernäht. Hier haben wir auch noch eine ganz, ganz tolle Kombi. Hier die Hose aus Maike, dann ein Oberteil aus Emily und darunter ein Shirt aus Vanessa und dann noch die passende Tasche aus unserem Artikel Montevideo, da kommen wir noch zu. Und ja, ein ganz klassischer Pullover mit kleinen Puffärmelchen, finde ich auch immer toll. Kommen wir zu unserem French Terry Malibu. Hier haben wir ein buntes Design. Einmal auf Petrol haben wir hier ganz viele bunte Blüten. Dann ein Nachtblau und ein Schwarz. Und als klassischen French Terry haben wir auch in diesem Artikel, es darf halt zur Herbst-Winterzeit nicht fehlen, ein klassisches Waldtierdesign. Hier sagen sich Fuchs und Igel noch gute Nacht. Das hast du auch im Kopf gehabt gerade, ne? Nee. Also sehr, sehr, sehr niedlich. Also der Fuchs ist auch hier ein sehr verspielter Fuchs. Hier ist er andauernd in Bewegung. Also hier ist ein bisschen was los. Einmal auf Nachtblau und Petrol. Ja, dann kommt bei mir auch der Igel. So, dann geht es weiter mit Artikel Pia. Pia ist ein Rip-Jersey. Gibt es einmal hier mit dem Igel und den Blättern im Hintergrund auf weiß. Und einmal, wenn man möchte, farblich passt es halt perfekt dazu, die kleinen Blümchen und die Zweige. Und dann geht es weiter mit Artikel Pia, ebenfalls Rip-Jersey, auch auf weißem Grund mit den Blättern und dem Vogel. Und einmal die Blüten und das ist im Hintergrund ein Beige-Ton. Also leicht vanillig. Vanillig, ne? Ja. Kommen wir zu unserem Baumwoll-Jersey Gary. Da haben wir auch ganz viele Waldtiere auf einem Ast, würde ich sagen, auf Sand, braun und einem tollen Jeansblau. Hier haben wir einmal die Köpfe auf dem Sandton, dann dieses schöne Peppercorn und wieder dieses schöne Jeansblau, Rauchblau. Und hier haben wir einmal alle zusammen durcheinander gewürfelt, ein etwas volleres Design. Und hier haben wir auch das Häschen, den Bären, den Waschbären, die Eule, die auch auf diesen Designs zu finden sind. Und auch da, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, da passen auch perfekt die ganzen Unis, die Modefarben total. dazu. Ob man jetzt ein Terrakotta... Genau, Rauchblau, Terrakotta, wie du sagst, die Beige-Töne, Peppercorn. Ich finde es aber auch
Man mag es nicht sagen, du zeigst es gleich. Als Futter sehr, sehr interessant für unsere ganzen Balkartikel. Ja, hast du schon wieder was vorweggegriffen. Genau, aber wie Pauline sagt, eben idealer Jersey auch für die ganzen Innenfutter, für Walk-Overalls oder hier auch die tolle Jacke mit der kleinen Tasche hier. Das ist eben der Merino Walk in dem Peppercorn für Mützen. Also es ist ein idealer Kombistoff oder dann eben halt auch, wie man hier sieht, einfach als Oberteil. Ja, ganz klassisch. Oben abgesetzt mit dem Bündchen in Peppercorn. Ja, Ja, super einfacher Pullover. Das total. sieht immer total schick aus. Ja, einfacher Eine Schnitt. coole Jacke drüber. Genau. So, weiter geht's. Und zwar der Artikel Montevideo. Ist von der Optik ähnlich wie Vanya, den ja viele von euch kennen. Dieser ist ein bisschen weicher und die Rippe ist ein bisschen breiter. Und den hatten wir eben auch in der letzten Herbst-Winter-Kollektion. Und das Tolle ist, dass es hier eben einen Bouclé dazu gibt, der farblich exakt passend ist. Und einmal der Artikel Rex Metallic. Die glitzern dann so leicht. Pauline zeigt gleich auch nochmal tolle Modelle dazu. Und die gibt es in 6 Farbstellungen und dann hier einmal in Creme, in dem Lila, in dem Rauchblau, in Petrol, in dem Peppercorn und eben in Schwarz. Und wie gesagt, hatten wir in der letzten Saison schon und kam halt gut an. Und deswegen gibt es da jetzt die neuen Farben. Genau. Und hier steht es ja auch, it's a match. Also es passt halt wirklich perfekt zusammen. Und das habt ihr auch in Köln dann oder die da waren, gesehen mit den ganzen Rucksäcken und so weiter. Es war wirklich ja, richtig cool. Genau. Und Pauline steht schon parat und zeigt die Modelle dazu. Ja, 5 Rucksäcke haben wir noch. Ja. Das war jetzt ein Insider. Einer ist abhanden gekommen in Köln. Einer hat neuen Besitzer. Genau, der hat meine bekommen. Ja, aber der natürlich in Peppercorn. Den können wir jetzt leider nicht zeigen, aber hier haben wir unsere Rucksäcke, die wir auch in Köln ausgestellt haben. Einmal mit Bogota und dann Rex. Und hier kann man auch sehen, wie toll Metallic es hier glänzt. Und es passt perfekt. Sie sind super toll aufeinander abgestimmt. Ich kann aber Peppercorn, kann ich natürlich an einer anderen Tasche zeigen. Und hier sind alle 3 Materialien zusammen vernäht worden. Hier haben wir unser Kunstleder, Montevideo und Bogota. Und jetzt kann man auch mal sehen, wie toll man dann mit den ganzen unterschiedlichen Qualitäten spielen kann. Und es ist eine mega tolle Tasche. Hier einmal der Naturton. Wir wünschen dem neuen Besitzer natürlich viel Freude mit der Tasche. Natürlich wünsche ich ihm das. Petrol und Schwarz. Und hier kann man nochmal die Rucksäcke sehen. Also sie sind wirklich total toll. Das ist auch ein total tolles Schnittmuster. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal rauf und runter genäht. Und auch hier selbst bei dem Naturton sieht man richtig toll, wie das metallisch glänzt. Also das Leder ist auch total toll. Wenn man natürlich die passenden Labels hat, ist es mega schön aufeinander abgestimmt. So, ich habe noch mal was vorbereitet. Sehr gut, danke. Sehr gerne. Hier haben wir einmal Bono noch einmal mit aufgenommen in unsere Kollektion. Es ist natürlich nicht nur ein klassischer Herbst-Winter-Artikel, aber natürlich ist er für den Herbst und für den Winter mega toll für Rollkragenpullover, für normale Herrenpullover, Etui-Kleider. Total toll. Das ist unsere Standardfarbkarte und den muss man auf jeden Fall für den Herbst und Winter haben. Und dann haben wir auch noch Naomi, unser Walk, unsere gekochte Wolle. Auch immer im Standardsortiment. Das sind unsere Farben im Uni-Bereich. Das ist der ganz normale Naomi gekochte Wolle. Und auch der ist für Herbst, Winter ein Muss. Und diesen haben wir auch in tollen Melangetönen. Und natürlich ist diese Farbpalette, also da kommt man wieder gar nicht drum herum, dass es in diesem Herbst, Winter mit diesen Farben auf jeden Fall weitergeht. Aber natürlich, wer es auch bunter mag, da haben wir auch ganz viele melierte
Töne in unserer gekochten Wolle. So, dann geht es weiter und zwar mit der Kollektion von Kibadu. Ich fange an mit einer viskose Webware, Artikel Stripes. Gibt es in 3 Farbstellungen, sind Längsstreifen. Haben wir gleich auch tolle Modelle dazu. Seht ihr aber auch alles in der Bilddatenbank. Also gibt es auch das Lookbook, das Swarfik-Magazin zum Durchblättern. Da sieht man auch die ganzen Modelle nochmal. Also teilweise sogar noch mehr Modelle, als wir die hier jetzt zeigen. Und zwar hier einmal beige mit dem Peppercorn. Dann einmal ein schönes kräftiges Türkis mit Jeansblau und einmal ein Pink mit einem Bordeaux. Dann geht es weiter mit einer viskose Webware, ein schönes kleines Muster, Artikel Scribble, gibt es in 4 Farben und das ist eben diese schöne Viskose, die halt nicht knittert, die blickdicht ist, fällt halt sehr schön, genau, mit auf Natur. Dann einmal auf Peppercorn, dann einmal auf Bordeaux und einmal auf dem Rauchblau. Und dann gibt es noch 3 Paneele, da komme ich aber direkt mit nach vorne. Das ist ebenfalls auch eine viskose Webware. Pauline ist bereit? Immer. Ja. Genau, Modelle stehen hier schon ein paar, wenn ich dir das mal geben darf. Und zwar viskose Webware. Ist Panelware. Unten seht ihr auch den Abschluss. Die Panelhöhe ist hier 1,15 Meter. Hier ist die Rückseite. Eine sehr schöne Farbkombi. Total. Also die kam auch unterwegs mit dem, oder beim Aufschreiben, ich bin ja dann auch mit der Kollektion bei den Kunden unterwegs, kam die Farbe wirklich sehr, sehr gut an. Hier oben dann nochmal kombiniert die Modelle. Dann einmal das Lila mit einem richtig kräftigen Grün. Danke. Und einmal das Petrol. Und wie gesagt, hier unten seht ihr immer den Abschluss. Gerade habt ihr ja schon mal ein Kleid gesehen. Ich sehe es aber auch für Blusen. Ich sehe es auch für Schals. Also es ist wirklich, genau, Oberteile. Also genau, da sieht man es auch. Genau. So ist es auch gedacht, dass man das auch als Abschluss nehmen kann für Hosen. Also total toll. Hier dann die offene Bluse drüber. Hier haben wir einmal die Streifen als viskose Webware und jetzt kommt nochmal Bono ins Spiel. Man kann natürlich super mit Bono kombinieren. Hier haben wir dieses schöne Wassergrün. Wenn einem Viskose zu kühl ist im Winter, kann man sich einfach einen tollen Cardigan oder einfach so einen Oversize-Pulli, den man dann drüber trägt, wo es dann halt unten rausguckt, mega toll auch in den Farben von Bono machen. Und hier haben wir die klassischen Blusen in diesem ganz leichten, dezenten Streifen. Also eine richtig tolle Kollektion aus viskose Webware. Aber es geht ja noch weiter. Aber es geht noch weiter mit Kibadu oder mit Designs und Artikel von Kibadu und zwar mit dem Modal Leo. Das ist jetzt ein All-Over, grau mit schwarz. Modal Leo, also wie der Name schon sagt, ist ein French Terry mit Modalanteil, also dann halt wieder super weich, super soft. Genau, gibt es einmal den hier. Dann gibt es die viskose Webware eben auch als All-Over. Gleiche Farbstellung wie gerade bei dem Modal French Terry. Also grau mit schwarz. Und hier haben wir nochmal einen Samt. Den hat es ja auch im letzten Jahr von Kibadu schon gegeben, in einer anderen Farbstellung eben. Der ist für Jacken, für Taschen, also auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und eben, weil da auch die Kunden oder weil ihr gefragt habt, gibt es den nicht auch mal in grau, schwarz, also in einer anderen Farbstellung, haben wir den eben jetzt in dieser Farbe. Das sind die All-Over gewesen. Und dann gibt es noch Streifen. Frau Schreier, sind Sie bereit? Yes. Genau. Hier seht ihr dann, wir haben das Bild schon geändert, wenn ich darf. Genau. Auch tolle andere Modelle, ebenfalls alles von Kibadu. Und es gibt eben auch noch diese viskose Webware. Das hier ist die Stoffbreite, also das ist ein Längsstreifen. Und bei der Viskose, die auch Pauline jetzt gerade in der Hand hat,
sind sieht es nur die Hälfte. 2 Streifen. Genau, einmal in diesem Rauchblau und einmal in dem Peppercorn. Also auf der Viskose Webware sind 2 Längsstreifen zu sehen. Und da, also das kam ja auch gerade dieses hinter dir mit der Merino, das Modell kam halt, da bin ich in Köln einige Mal drauf angesprochen worden. Das kam halt sehr, sehr gut Kannst an. halt Ne? super kombinieren. Ja, genau, genau. Und da sieht man dann auch ganz gut, wie es dann hier aussieht mit den, der hat halt, wie gesagt, eben diese 2 Streifen oder da dann eben auch. Genau. Oder das finde ich auch sehr, sehr toll. Ja, Wahnsinn. Also ein Ja. richtig tolles Design. Man kann damit spielen. Ja. Und Ja, da kommen natürlich noch mehr. Wir haben ja wieder was mit Streifen, wo man richtig toll mitspielen kann. genau. Also bei der Viskose, wie gesagt, eben diese 2 Streifen und hier haben wir den Modal French Terry. Wieder hier die Stoffbreite und hier ist eben ein Streifen drauf. Die Rückseite ist dann normal mit dem Leo. Und wie gesagt, ist keine Panelware, ist wirklich ein fortlaufender Streifen, also ein Längsstreifen. Ja, hier kann man alle Farben einmal sehen. Royalblau, kräftiges Gelb und ein richtig schönes Kirschrot. Und das ist jetzt vom Untergrund, ja, braun, So ein dunkelres Braun. Khaki-Braun. Ne? Genau. So Khaki mit Braun und Schwarz. Genau, weil der All-Over, der ist ja anthrazitgründig Genau. oder mit Schwarz und dieser ist eben braun. Und genau, da sieht man eben auch, ob man es jetzt längs oder quer verarbeitet. Also einmal, das ist hier die komplette Stoffbreite. Geht einmal so rum. Genau, und hier seht ihr dann auch nochmal. Oder halt beim Durchblättern in der Bilddatenbank. Genau, da sieht man hier auch perfekt, dass man es halt eben längs und quer nehmen kann. So. Kommen wir zur Kollektion von Bienvenido Colorido. Wir beginnen mit der Viskose Webware. Hier haben wir Trailing Flowers, eine ganz klassische Viskose Webware mit Blumen, die so ein bisschen leicht verschwommen sind, in Flieder und Terra. Hier haben wir auf einem ganz dunklen Petrolton die Blumen und etwas kühler haben wir hier ein Naturweiß mit einem Salbeiton. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Reed Dance, auch eine klassische viskose Webware mit unterschiedlichen Streifen und Ornamente, die angeordnet sind. Man kann natürlich mit einer Viskose toll spielen, indem man die Streifen vielleicht auch so nimmt. Also es ist auch überhaupt kein Problem. Hier in Flieder und Naturweiß, Terra und Petrol und ein kühleres Design wieder mit Rauchblau, Salbei und Natur. Genau, hier haben wir 4 Modelle. Auch da sieht man, dass es wieder perfekt zueinander passt. Und ja, die viskose Webware, wie gesagt, super trageangenehm, fällt schön, knittert nicht. Ob jetzt für ein Kleid, für eine Bluse, für eine längere Bluse. Ja, Pauline hat es gesagt, ob man gerade das Design, ob man es jetzt längs nimmt oder quer nimmt. Ja, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, und mit einer viskose Webware kann man es machen. Das ist Genau, genau. Man kann aber auch natürlich verschiedene Qualitäten miteinander kombinieren. Möchte ich unten, dass die Bluse nur so rausguckt und oben nähe ich mir einen ganz normalen Pullover aus Eike, kann man es auch super miteinander kombinieren. Oder ein Shirt drunter oder so. Und diese ganze Kollektion passt ja sowieso wieder zueinander. Ja. Und auch für Tücher und so weiter wird es ja auch gerne genommen. Ja. Was ist hier los? Ja. Falschen Knopf gedrückt. Ja, hier haben wir ein Modal-Jersey. Er ist ein bisschen weicher, trageangenehmer als ein klassischer Baumwoll-Jersey durch den Modalanteil. Also er fasst sich richtig, richtig toll an. Und hier haben wir in Flieder, Rauchblau und Naturweiß Ornamente. In Terra und Natur mit Flieder. Also hier ist einmal der Fliederton. Und in einem schönen Heugrün haben wir hier auf einem Dunkelblau und Weiß die Ornamente. Auch Just Flowers ist ein Modal-Jersey. Und wie der Name es schon verrät, haben wir hier Blümchen. Einmal ein warmes Design mit
Rot, Terra-Tönen und Salbeizweigen. Und hier einmal kühl mit Weiß und Blau. Dann haben wir wieder einen klassischen Baumwoll-Jersey und hier sind nur anhand von Outlines wurde das Design gezeichnet. Also hier auf einem dunklen Anthrazitton mit Weiß, Rauchblau-Weiß und Terrakotta-Weiß. Und hier haben wir unsere Modelle dazu. Ah, hast du schon. Ja, sicher. Und zwar genau hier gerade diese Ton in Ton finde ich ganz, ganz toll. Da kommt gleich auch noch ein French Terry, der in exakten Farben dazu passt. Auch da kann man ja die Qualitäten mixen, wie man möchte. Genau, dann auch hier vorne die ganzen Jerseys eben mit Modalanteil, die sind dann halt nochmal ein bisschen weicher und leichter. Man kann aber auch das als Shirt und so weiter nehmen, aber ich sehe das halt auch für Innenfutter und so weiter, für die Valk Overalls. Also auch da ja, kann man machen, wie man möchte. Genau. Auch eine super schöne Kollektion. Total. Und sie geht noch weiter. Sie geht noch weiter, genau. Hier haben wir als French Terry ein Chevron-Muster, was aus mehreren Linien besteht. Also es ist nicht ganz klar gezeichnet, sondern wirklich ein bisschen, dass die Linien teilweise verschwinden. Wie so gemalt, würde ich sagen. Dann hier in Rauchblau und Terra. Und wie man auch schon hier sehen kann, ist das Design natürlich was für die ganze Familie. Also da kann wirklich jeder benäht werden. Das ist ein ganz klassisches Design, was einfach jedem steht. Und man kann natürlich auch hier spielen, wenn man möchte, die untereinander zu mischen. Weil die Kombi finde ich jetzt auch sehr, sehr schön. Und dann machen wir weiter mit dem French Terry Polar Playtime. Hier haben wir Pinguine auf Petrol, hier ein Eisbären und Pinguine auf einem dunklen lila Ton und einmal in Rauchblau. Kommen wir zu unserem Modal French Terry. Das ist auch ein Design für die ganze Familie. Hier haben wir Streifen, die als Kästchen angeordnet sind, auf Naturweiß und Schwarz. Flieder mit Anthrazit und ein Rauchblau auf Anthrazit. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Einfach ein Herzchen ausgeschnitten aus einem Uni-Stoff und drauf genäht. Und schon hat man irgendwie so ein kleines Highlight auf dem Artikel. Dann kommen wir zu unserem angerauten Sweat Nordic Notes. Und ja, es erinnert so ein bisschen an das klassische Norweger Muster, hier in Naturweiß und Flieder. Und einmal in Terrakotta oder Rost und Petrol. Wir haben ein wenig umdekoriert. Genau, hier sieht man dann eben auch die Chevrons, die passen ja, wie gesagt, exakt zu dem Jersey von gerade. Ob es jetzt für Damen, für Kinder, für Herren, Oberteile, also auch ja, für alles Mögliche gemacht. Und gerade dieses Chevron, dieses buntere Chevron finde ich halt ganz, ganz toll. Und ja. Ja, ist halt für jeden was, ne? Chevron und diese Striche im Viereckstil. Genau. Also in diesem Kachelstil. Bisschen Teenager-mäßig. Ja, und für den Herrn finde ich es auch total toll. Ja. Ganz klassischer Pullover. Absolut. So, weiter geht's mit der Kollektion von Anke, von Cherry Picking. Und zwar fangen wir an mit der Viskose Webware. Gibt es in 3 Farbstellungen. Die eine habt ihr ja gerade schon mal durchs Bild laufen sehen. Hat Pauline ja als Kleid an, also gerade diese erste Farbstellung mit dem Lila und mit dem Türkis. Dann hier einmal das Terrakotta mit dem Rosé und einmal das Curry mit dem Rosé.
Das ist, wie gesagt, eine viskose Webware. Und dann geht es weiter mit der viskose Webware. Und zwar gibt es 2 Streifen. Und zwar einmal hier mit dem Lila, mit dem Terrakotta und dem Rauchblau. Und hier haben wir einmal das Terrakotta mit dem Lila und dem Peppercorn. Und hier zeigen wir auch die Modelle von, also es geht gleich noch weiter mit weiteren Qualitäten, aber hier haben wir schon mal die ersten Modelle. Ja, hier haben wir einmal, ich ziehe es einmal in die Mitte. So. Hier haben wir einmal diese ganz tollen, modernen, weiten Hosen. Perfekt für eine viskose Webware. Dann natürlich ein klassisches Blusenkleid. Hier haben wir ein etwas eng geschnittenes Kleid, wo wirklich jede Form gut ausgearbeitet wurde und unten ein bisschen weiter ist. Hier die klassische Bluse. Und ja, also man kann super schöne Kleider draus machen, auch hier mit den überschnittenen Ärmeln. Ich finde das bei den Blumen, das Muster spricht einfach für sich. Es ist total toll, vor allen Dingen Farbkombis, die man, auf die man, glaube ich, gar nicht so gekommen Nee, wäre. überhaupt nicht. Man muss es sehen, man muss es vernäht sehen und es sieht super toll aus. Ich bin eigentlich auch nicht die Bunte, aber genau das Design hat mich auch total angesprochen. Und deswegen musste ich davon auch ein Kleid haben. Ja, du hast es perfekt gesagt. Also es ist wirklich so Farbkombis, die wir, glaube ich, so nicht ausgesucht hätten. Und das kommt dann eben, ja nicht nur Anke, es kommt ja auch von anderen Designern, diese Farbstellung. Und das macht es dann irgendwie. Dann muss man es sehen und dann sagt, dann hat's doch was. Also die sind wirklich schick. Ja. Und hier auch das Kleid dann mit Taschen. Also sowas, so eine Details finde ich auch immer praktisch, wenn man ein Kleid Taschen hat. Ja, sieht einfach super toll aus. Ja. Und es geht noch weiter. Und genau, wir machen weiter mit den Designs von Anke, und zwar ein Modal French Terry mit dem Leo-Muster, und zwar lila mit Ocker. Und hier einmal Peppercorn im Untergrund und ein etwas kräftigeres Blau. Das ist jetzt der Modal French Terry. Dann gibt es eben auch ein Samt. Genau, ist so ein bisschen pixelmäßig mit den Blumen. Gibt es in 2 Farbstellungen. Ideal für Jacken, Westen, aber auch im Taschenbereich. Genau, und dann hier einmal auf dem Roségrund mit dem kräftigen Blau. Und dann gibt es noch einen Canvas, einen Baumwoll-Canvas. Und zwar ist das eine Panelware, zeige ich gleich auch noch mal vorne. Und wir haben auch tolle Kissen. Die Panelhöhe ist 50 cm und es sind 3 Motive nebeneinander, aber das zeigen wir vorne. Ja, ich komme. Zeige erst einmal die Kissen. Ich kann auch eins mitnehmen. So, hier haben wir einmal die Kissen. Also da wurde immer die Vorderseite vernäht und hinten Bogota. Genau, also diese 3. Und Montevideo. Also es passt halt auch total toll zu unseren zu den Dekoartikeln, Rex, Bogota. Ja, total schön. Man kann es aber natürlich auch mit den neuen Vanya-Farben. Ja, oder auch mit den Basics, aber mit den neuen dann natürlich auch. Und genau, jetzt seht ihr mal die 3 Motive nebeneinander. Also das wären 50 cm. Man kann natürlich auch, ich sag mal, den hier nach vorne nehmen und den die Rückseite. Oder man macht es mit dem Kelvin. Kann sich auch eine kleine Tasche von machen. Eine kleine Tasche, genau. Und hier sind, wie gesagt, die 3 Motive nebeneinander. Und wie gesagt, die Grundware ist der Artikel Kelvin, den wir jetzt in den Farben auch nochmal erweitert haben, der ja auch im Basic-Bereich ist. Ja. Und für eine kleine Tasche finde ich es auch total toll. Also es sind nicht immer nur, also diese Kissenpaneele, die wir immer zeigen, sind nicht nur für Kissen da, sondern ich finde es auch cool, wenn man sich in eine Jacke hinten das reinsetzt als Rückenteil, wenn man da so ein bisschen als Highlight haben will, oder innen drin, finde ich es auch total toll. Und hier haben wir einmal den Samtartikel als Jacke genäht und gefüttert mit unserem Baumwollvlies Carlos. Also kann man auch super toll machen. Also man braucht keine Angst haben, dass das irgendwie zu dick wird. Das ist wirklich obwohl er mit einem Baumwollvlies gefüttert ist, eine ganz, ganz tolle, super weiche Jacke. Dann das Design mit diesem abstrakten Leo.
Und hier haben wir einmal aus dem Samt eine Weste, abgefüttert mit Gobi. Finde ich auch total süß. Und es ist wirklich ein ganz, ganz weicher Samtartikel. Also nicht denken, das ist zu steif oder so. Man sieht ja, wie toll er hier in Falten fällt. Also es ist auch für Bekleidung super toll geeignet. Absolut. Und wir haben ihn ja, ich will das jetzt gar, aber wir haben ihn ja so ein bisschen als Taschenstoff, weil wir die Qualität ja schon mal hatten, Ja. als Taschenstoff ausgesucht. Aber das ist ja eben das, was es dann ausmacht, wenn die Probenäher Machen können, was sie, genau, worauf sie Lust haben. die Kreativität ist nicht Genau. eingeschränkt. Wir geben ja auch nicht vor, mach Nein, dies, mach das, sondern es wird überhaupt gemacht. Und nicht. dann entstehen halt solche Dinge und dann werden halt auch mal, kommt man auch darauf, dass halt auch sowas dann auch perfekt für Bekleidung ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, also da sind wir immer so stolz drauf, dass wir so viele tolle, treue Probenäherinnen haben, die natürlich auch in Köln unseren Stand Ja. beleben, die uns da besuchen kommen, die sich zu Hause fühlen. Das Schönste, was ich gehört habe, war, das ist meine Homebase hier. Hier komme ich immer wieder zurück nach Köln an unseren Stand, weil sie sich einfach wohlfühlen. Und das ist genau das, was wir auch haben. Also es ist so ein familiäres Verhältnis über die Jahre entstanden. Sie gehören halt total dazu. Ja. Sie gehören einfach, sie sind ein großer Teil von Sparfing, was das Ja, ohne ausmacht. den wird es ja auch nicht funktionieren. Genau. Das muss man ja auch sagen. Also ein herzliches Dankeschön nochmal. Es ist immer toll, euch auch persönlich in Köln zu treffen. Also es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Hier steht einer mit einer Peitsche hinter Ja, mir. stimmt. Mit 2 Peitschen. Jetzt kommen wir zur Kollektion von Christiane Zielinski. Hier haben wir einmal den Rip-Jersey, Frieda. Und hier haben wir kleine, feine Blümchen in einer Watercolor-Optik und genau in diesen Tönen, die gerade Trend sind, so ein bisschen erdiger. Dann einmal in Naturweiß und natürlich in Peppercorn. Dann haben wir auch einen Waffel-Jersey. Der Artikel Winterflowers. Auch wieder, die sind etwas größer, die Blumen. Ich halte sie einmal nebeneinander, dass man mal den Unterschied sieht. Aber auch in dieser Watercolor-Optik mit diesen erdigen Tönen, sehr pudrig. Einmal in Naturweiß und Peppercorn. Und hier muss ich einfach einmal kurz zeigen, das Bild. Da kann man sehen, wie toll man diese Artikel miteinander kombinieren kann. Es ist natürlich auch unser Titelbild geworden. Einmal hier die beiden. Und hier einmal unser Titelbild. Und hier haben wir den Peppercorn-Ton. Hier einmal ein Pullover, welcher drüber gelegt wurde. Dann wieder aus dem Artikel Honey ein Pullover und aus dem Peppercorn Waffel-Jersey dann wieder ein Unterteil. Also es ist total toll, wenn man das so sieht, wie toll man die Sachen kombinieren kann. Und das sind ja auch beides Artikel, die wirklich auch super vielseitig sind, ne? Total. Also ob Rip-Jersey oder Waffel-Jersey, zeitlose Muster und Ja, es ist halt gerade ja. auch Trend, diese Farben. Ja, die Farben sind es auch einfach, ja. Dann haben wir den Baumwoll-Jersey Cute Polar Animals. Hier haben wir super süße Tierköpfe auf weiß. Also es ist ein klassischer Baumwoll-Jersey und Rauchblau. Und der Artikel Arctic ist ein klassischer French Terry. Hier haben wir einen Narwal. Es ist mal ein ganz anderes Tier zum Winter. Finde ich total interessant. Auf hellblau und einmal auf einem dunkelblau. Der Hintergrund ist nicht uni, sondern er ist so leicht gefleckt, Meliert, so ein bisschen ja, liquid. meliert, genau, so genau. sieht aus wie Tinte, würde ich fast sagen, so der Ton. Ja, ne? So Ja. schon ein Tintenfass. Und der Narwal kommt natürlich hier total gut raus. Also ich finde es total toll, dass es auch mal ein anderes Tier ist, was man noch nicht so oft auf Stoff gesehen hat. Ja. In Arktik haben wir auch einmal eine Robbe auf einem Rauchblau und einem Flieder. Und natürlich darf ein Pinguin nicht fehlen und dieser ist sehr, sehr süß. Ja, lächelt, super niedlich, rutscht, läuft, freut sich, total schön. In 2 verschiedenen Farben. Ja, hier haben wir auch diverse Modelle, eben aus dem Rip-Jersey ein Kleid und wie gesagt, kombiniert dann halt mit
einem der Basics und ansonsten genau dann eher im Kinderbereich mit den Pinguinen, die dann auch kombiniert sind mit dem Heavy Sweat aus der Kollektion oder hier dann auch den Plot und den Pinguin oder hier oben als Innenfoto und das Oberteil ist eben auch aus dem Heavy Sweat in dem Rauchblau. Wie gesagt, aber auch für Innenfutter, Valk Overalls und so weiter. Ich bereite das schon mal vor. Hervorragend, Oh ja. vielen Dank. Dann kommen wir zu den Designs von Thorsten Berger. Wir fangen an mit dem leichten Sweat und zwar sind das Paneele, wieder 85 cm. Ich würde sagen, wir gehen eigentlich direkt Nach vorne. damit nach vorne. Ich zeige Ja. einmal die All-Overs. Und zwar haben wir hier, Pauline hat es gerade schön gesagt, Pinguin darf natürlich nicht fehlen. Genau, hier ist einmal der Pinguin auf der Reihe. Das ist wie gesagt ein All-Over. Und dann haben wir hier eben auch die ganzen Kombistoffe zu den Paneelen, die gleich kommen. Da gibt es einmal den hier. Da gibt es einmal den hier, aber wie gesagt, ich zeige die gleich auch nochmal dazu und die Paneele dann sowieso. Dann einmal den hier und dann gibt es noch einen weiteren All-Over, den ich auch ganz toll finde, mit den Polarlichtern. Aber wie gesagt, das zeigen wir Soll ich dir was abnehmen? vorne. Wenn du möchtest, kannst du gerne die All-Over nehmen. Danke dir. Willst du den Pinguin noch mitnehmen? Immer. Immer. So, und zwar, genau, wie gerade schon gesagt, 85 cm sind die Paneele, ist ein leichter Sweat. Das ist einmal die Vorderseite. Und hier haben wir die Rückseite. Das ist ja immer das Coole, wenn es dann auch noch eine Rückseite hat. Kommt auch von euch immer die Rückmeldung, dass ihr das besonders gut findet. Und da genau, Pauline zeigt gerade die Kombi-Möglichkeiten. Jetzt geht es wieder los mit dem Spiegelverkehr. Ja. Das kriegst du hin. Und gerade den unteren, den Pauline gerade zeigt, das ist ja dann nicht so viel, genau. Hauptsache es war gerade nicht rechts und links. Da ist es so, dass der auch, also das merke ich unterwegs einfach immer wieder, dass auch gerade die vermeintlichen Beistoffe auch einzeln sehr, sehr gerne genommen werden. Ja, es sind halt total tolle Designs, die halt auch ohne Motiv funktionieren. Also da hat er, finde ich, ein total tolles Gespür für die Hintergründe, die total schön sind. Ja. Ja, hier haben wir noch einmal den Einzel. Ja, ist süß. Haben sie gemerkt, ich darf es nicht, ja, nicht wegnehmen. So, dann geht es weiter mit dem Mammut. Schriftzug Stay Wild. Pauline zeigt den Kombistoff dazu. Den gibt es einmal, ich nenne sie jetzt einfach mal die etwas dunklere Variante. Ja, so ein Petrol, Wassergrün, Dunkelpetrol. Genau, und hier, den zeigen wir gleich auch in groß. Das ist so hellblau, Jeansblau, Rauchblau. Genau, und da ist das Mammut ist genau dasselbe, bloß Keep Cool, also der Schriftzug ist dann einfach ein anderer. Genau. Aber ansonsten ist es wirklich nicht das gleiche Design, der Schriftzug ändert sich. Genau. Außer, ja, muss ich hinzeigen. Also es ist schon sehr cool, wie er da unten rausguckt. Also das muss man wirklich sagen. Kommt auch immer gut an, wenn das so von unten oder von der Seite ein bisschen. Ja, wie wir das mit den Eichhörnchen, da hat es ja mit angefangen mit diesen ganzen Designs. So. Genau, dann, ob das dann hinten am Rücken so ein bisschen wegläuft, aber es wird ja dann teilweise auch wohl gemacht, dass dann das vermeintliche Rückenmotiv nach vorne gesetzt wird oder das vordere Motiv wird dann hinten mittig auf den Rücken gesetzt. Also das, ja. Oder es läuft dann irgendwie am Ärmel entlang. In der Kapuze. In der Kapuze, genau. Dann sind wir bei den Polarlichtern. Genau. Das ist ein All-Over. Genau, das ist eben kein Panel. Und hier geht es dann. Kann man aber super miteinander kombinieren. Ich finde den für sich auch total total. Für Leggings, für Oberteile, auch im Erwachsenenbereich. Polarlichtern, dieses Farbspiel ist so toll und es hat irgendwas Beruhigendes. Es gibt ja viele, die sich diese Lichter kaufen, damit es zu Hause genau diese Lichteffekte hat im Schlafzimmer, dass man zur Ruhe kommt und sich beruhigt. Und das, finde ich, sehe ich hier total. Das ist irgendwie sehr, sehr beruhigend. Ich bin immer sehr ruhig. Ich brauche nichts zum Beruhigen. So. Lassen wir so. Mach den bitte weg, weil sonst werde ich gleich ganz ich werde hier ganz nervös. Du machst mich nervös. So, dann geht es weiter. Genau. Und zwar das letzte Panel auf dem leichten Sweat, eben nochmal ein Eisbär. Genau.
Den Pauline hat, ist eben auch ein Panel, nicht so wie die Polarlichter gerade, also kein All-Over. Und hier ist die Rückseite. Wir haben gleich aber noch ein paar Panels. Aufs Bett, habe ich gesagt, letzten Paneele. So. Ich muss meins noch eben zeigen. Ja, also ein Panel, auch 85 cm hoch. Der einzige Unterschied ist hier, dass der Eisbär nicht drauf ist. Das kann man halt nicht als All-Over machen und dadurch ist der Nachthimmel dann einfach. Ja, Ja, der hat. es ist halt ja nicht fortlaufend, sondern es sieht dann halt irgendwie komisch aus, wenn es so ein All-Over-Design wäre. Deswegen haben wir das ja auch noch als Panel drucken lassen. Genau, und die Geschichte dahinter ist, dass der Eisbär, der da drauf war, der hat sich die Polarlichter angeguckt und der hat sich dann schlafen gelegt. Weißt du? Jetzt kommt. Ich gehe nach wird hinten. spät. Wolltest du da noch irgendwas zu sagen? Ach so. Hast du wohl zu viele Polarlichter gesehen? Ja, ich bin so beruhigt von diesem Design. Ja, also hier haben wir unsere Hoodies. Einmal das, du bist nicht zu sehen. Einmal der All-Over-Stoff mit den Pinguinen, finde ich total toll. Also ein richtig cooles Design und ich finde diese Details, diese Härchen, finde ich so süß. Also es ist wirklich richtig, richtig goldig, das Design. Hier haben wir einmal den Nachthimmel als klassischen Herrenhoodie, finde ich total toll, dass man auch Herrenhoodies davon machen kann. Es ist nicht nur was für Kinder oder sowas, das ist wirklich für die ganze Familie. Und hier haben wir wirklich für jeden was dabei. So wie man es hier sehen kann, wurden die Beistoffe alleine vernäht. Hier sieht man es einmal in Kombi, da sieht man auch, wie toll es passt. Und hier kann man auch sehen, dass hier einmal das Mammut von unten reinschaut. Und hier haben wir das andere Design von dem Panel, was einfach frontal aufgesetzt wurde. Planänderung, weil du ja alles von den Polarlichtern kannst du gleich. Soll ich schlafen gehen? Ich habe dir ein Kissen gebracht. Danke. Gute Nacht. Aber jetzt kann ich nichts anderes mehr halten. Das macht nichts. Ich zeige das erstmal groß in die Kamera. Jetzt sind wir bei dem Samt. Kriegen wir gleich schon. Ich habe alles genau durchdacht. Jetzt sind wir bei dem Samt von Thorsten Berger. Da gibt es 4 verschiedene. Dieses Motiv gab es gerade eben auch ähnlich auf dem leichten Sweat. Und die Paneele sind 1,5 Meter. Das ist die Rückseite. Also es gibt einmal das Mammut. Du bist schon nervös, wie ich es gleich vorhabe, wie wir das hinkriegen? Ich stehe bereit, ich bin bettfertig. Also, genau, einmal fertig. der Pinguin. Und da hatten wir in Köln ja eben die Kissen und die Taschen. Und das hier ist, wie gesagt, auch hier, also es ist jetzt nicht wie in Köln, dass man wirklich eine Nähanleitung da drauf hat. Hier kann man letztendlich ideal Kissen draus machen. Pauline zeigt es gleich auch nochmal, aber eben auch Taschen oder auch Hundekörbchen. Also das ist jetzt sehr vielseitig und eben nicht nur ein Projekt. Genau, das ist Nummer 3 und dann kommt der letzte. Das ist der hier. Und der. Und wie gesagt, das Ganze ist ein Samt. Hierzu müssen wir sagen, dass der Artikel, oder hast du schon? Ich habe, glaube ich, hast nicht zugehört? Nö, erzähl. Lang gerollt? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Ja, also der Samtartikel kommt lang gerollt, weil es einfach nicht möglich ist, ihn auf Ballen zu dublieren. Wir haben uns dafür entschieden, ihn lang gerollt auszuliefern, einfach aus Sicherheit, dass es auch vernünftig, dass der Samt auch vernünftig bei Ihnen ankommt, dass die Kante nicht gebrochen ist oder irgendwas Weißes durchscheint. Und so, Ja, es ist ja immer, werden wir es lang gerollt. Genau, wir sprechen ja immer und dann gucken wir immer, was auch natürlich wie Kunstleder Rex oder auch das tolle Kunstleder von Anke, Happy Leo und so weiter. Da ist es für die Ware einfach besser, wenn es langgerollt ausgeliefert wird. Und wir waren hier, also da kann man ja, wir haben ja keine Geheimnisse. Wir waren einfach mit den Laschen unterwegs, wir Außendienstler, dann knicken wir die natürlich auch im Koffer dann und dann haben wir einfach gesagt, wir glauben, also da ist jetzt mit der Ware war nichts, aber einfach, dass wir glauben, es ist besser, wenn die Ware langgerollt ausgeliefert wird. Und das ist, wie gesagt, beim Kunstleder genau das Gleiche und deswegen. Und das ist ja auch schön, dass wir immer alle so schnell reagieren können. Genau. Ja, dann erklären wir es eben.
Also hier haben wir einmal das Mammut. So. Da hast du jetzt richtig gut gemacht. Ja, ne? Ja. Da habe ich richtig gut präsentiert. Hier ist das Mammut. Ja. Einmal als Tasche vernäht, total toll. Aber auch natürlich die Kissenvarianten. Hier haben wir einmal das quadratische Kissen und einmal, ja, wie zu Hause, das rechteckige. Und hier sieht man einmal das andere. Also es ist mega cool. Ja, es ist auch hier, wenn ich das hier, genau, hier hast du einmal das kleinere und das größere. Hier haben Und wir auch einmal die Details angenäht. Könnte man auch einfach, dass man es anhängen kann. Man könnte natürlich das ein bisschen vergrößern als kleines Yogakissen oder was man auch vorhat. Total toll. Genau, und hier eben auch Vorder-, Rückseite. Auch da kann man natürlich einen Canvas dahinter setzen. Dann kann man aus diesen auch 2 Motive machen. Was habe ich vergessen? Ich suche die anderen. Achso. So, dann haben wir die anderen beiden Paneele. Einmal haben wir hier das Bärchen mit den Polarlichtern, 2 Motive. Und einmal das rechteckige, also total süß für so ein Kinderzimmer. Und dann hat man den Schlafanzug aus dem French Terry mit den Polarlichtern. Ja, und da geht man nicht mega beruhigt ins süß? Bett. Ja. Ja. Total toll. Ja. Ja, es ist wirklich, also auch die Polarlichter, die habe ich auch als all over, also ohne, wäre sehr, sehr gut aufgeschrieben. Einmal Ja. in Grau. Und es wurde auch ein super süßes kleines Hundekörbchen genäht. Oh Gott, wenn da so ein kleiner Welpe drin liegt, ist doch mega süß. Ja. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, alle Artikel, die wir jetzt vorgestellt haben, sind bis zum 3. Mai bestellbar. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch gerne und ausgeliefert wird es dann im 3. Quartal. Dann. Also wir versuchen es immer so, dass halt, ist ja Juli, August, September, dass es von leichter Ware bis schwerer, dicker Ware ausgeliefert wird. Also dass halt wirklich am Anfang die Viskose, die Jerseys kommen und dann irgendwann im Heavy Sweat. Genau, im Wolle. August, September die ganzen Merino-Artikel, der Heavy Sweat. Also das probieren wir, aber das haben wir eigentlich die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir es wirklich schnell auch im Juli, August ausgeliefert haben, dass die leichten Artikel noch im Sommer kommen, weil unser Sommer geht mittlerweile bis September. Absolut. Und wir haben dann ja auch noch Herbst, Winter die Monate, also gerade auch Köln, die da vorgeordert haben, da haben wir die Monate, so August und so weiter, so ein bisschen rausgelassen, weil dann eben auch Herbst, Winter kommt. Genau. Und gut, wenn da mal Wünsche sind, dass irgendwas mal etwas länger liegen bleiben soll von eurer Seite aus wegen Urlaub, dann schreibt da einfach oder sagt eben Bescheid. Aber ansonsten ist es wirklich so ein bisschen so gedacht, dass immer wieder was Neues da ist und dass eben, wenn Herbst, Winter ausgeliefert wird, dass da nicht großartig was von Köln kommt. Ja, also einfach Bescheid sagen, wenn irgendwas ist, wenn Sie irgendwie was haben, immer gerne anrufen. Rufen Sie Ihren Vertreter an, rufen Sie bei uns direkt dran, schreiben Sie eine WhatsApp, per E-Mail. Wir haben sogar noch Fax, also egal wie, wir sind immer erreichbar. Wenn irgendwas ist, einfach Bescheid sagen. Ja, vielen Dank und gute Zeit. Tschüss. Ciao.